Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Ich starte den Vlog mal direkt mit guten News. Ich hatte nämlich jetzt am Wochenende mein zweites Probearbeiten im Restaurant. Ich war davor auch wirklich wieder nervös. Ich habe auch davor versucht, die Speisekarte so ein bisschen zu lernen, beziehungsweise gerade mir noch so ein bisschen Infos zu den Getränken anzueignen. Am Ende war es super entspannt. Also ich fand es tatsächlich sogar besser als das erste Probearbeiten, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich dieses Mal eine konkrete Aufgabe hatte. Beim letzten Mal habe ich ja alles so ein bisschen durcheinander gemacht und da habe ich gemerkt, dass dann erstmal ein bisschen viel war, sich die ganzen verschiedenen Sachen und Abläufe und so zu merken. Aber dieses Mal mit einer festen Task ging das wirklich richtig gut. Einer Kollegin, die die Bestellung aufgenommen hat, ist dann auch ein kleiner Fehler passiert zwischendurch. Nicht, dass mich das jetzt freut, aber es war doch für mich auch sehr beruhigend zu sehen, dass auch wenn man das länger macht, Fehler passieren und auch wie da der Umgang mit war, weil die andere Kollegin hat dann halt zu ihr gesagt so, hey, stress dich doch nicht deswegen, ist okay, Fehler passieren, einfach weitermachen und so. Und das hat mir dann auch nochmal bestätigt, dass es wirklich menschlich ein schönes Miteinander ist. Es waren dieses Mal komplett andere Leute, mit denen ich gearbeitet habe, aber es war auch wieder ein super nettes, sympathisches Team und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und tatsächlich scheint es auch normal zu sein, dass man in seiner Schicht eine warme Mahlzeit bekommt und ich habe dann einfach mal direkt ein fettes Schnitzel gekriegt. Also ja, ich würde sagen, besser geht's eigentlich fast nicht. Obwohl mir jetzt auch 2 Punkte aufgefallen sind, die mir zumindest am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten werden. Das ist einmal die späte Arbeitszeit. Also ich finde es cool, dass ich tagsüber noch Dinge tun kann, irgendwie auch Videos schneiden und so und dann eben erst gegen späten Nachmittag anfange zu arbeiten. Aber das heißt natürlich auch, dass ich dementsprechend spät fertig bin. Jetzt am Wochenende war es dann, glaube ich, ungefähr Mitternacht. Und dann sind halt auch nicht direkt alle nach Hause gegangen, sondern haben sich nochmal irgendwie kurz zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht und ja, so aus Gruppenzwang habe ich mich dann halt auch noch mit dazu gesetzt, obwohl ich eigentlich schon total müde war, weil die letzten Monate bin ich ja eher so gegen 10 oder 11 Uhr ins Bett gegangen. Und wenn ich dann nach so einem Abend zu Hause bin, kann ich halt auch nicht direkt mich ins Bett legen, sondern brauche erstmal noch so ein bisschen Me-Time, um runterzufahren. Alles in allem war ich dann am Ende um 2 Uhr im Bett. Mein Körper aber wieder um 6 Uhr morgen ready aufzuwachen. Die zweite Sache, die mich gerade so ein bisschen unruhig macht, ist, dass man erst relativ kurzfristig Bescheid bekommt, an welchen Tagen man arbeitet. Also das Schöne ist, man kann seine Verfügbarkeiten angeben. Das heißt, wenn man schon weiß, man hat an irgendeinem Tag was vor, dann wird man da wahrscheinlich dann eben auch nicht eingeteilt. Aber es ist jetzt mittlerweile Dienstag und ich weiß halt immer noch nicht, wann ich diese Woche arbeiten werde. Und gerade für eine Person, die eigentlich so sehr gerne plant und alles, ist das ein bisschen schwierig auszuhalten. Andererseits muss man auch sagen, dass ich ja jetzt nicht so viele feste Termine oder sowas habe. Also ich kann mit meiner Zeit ja schon relativ flexibel umgehen. Aber ich glaube einfach so für meinen Kopf, für die mentale Vorbereitung wüsste ich halt einfach gerne, wann ich wieder arbeite. Also ja, das ist so mein bisheriges Fazit zum Job. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Seit die Temperaturen jetzt so hoch sind, habe ich einfach richtig Lust auf Baden gehen. Aber gerade jetzt am Wochenende und am Feiertag wusste ich, dass es wahrscheinlich alle Menschen an die Seen und Freibäder zieht. Und ich bin ja nicht so der größte Fan von riesen Menschenmassen. Ich finde das dann einfach nicht so wirklich entspannt. Weshalb ich jetzt bis heute gewartet habe, wo die Leute wieder Schule bzw. Arbeit haben und will jetzt mal an den Badesee fahren, in der Hoffnung, dass es da relativ leer sein wird.
Den bisherigen Tag heute habe ich an meinem Schnittauftrag gearbeitet. Dieses Mal soll ich ein Short- und ein Longform-Video schneiden und das Longform-Video habe ich heute fertig gemacht. Das Short werde ich dann morgen schneiden, weil ich nämlich heute Abend auch wieder im Restaurant arbeiten werde. War jetzt relativ kurzfristig, aber ja, heute passt es mir eigentlich ganz gut rein und ich möchte jetzt auch endlich meinen Vertrag bekommen und alles und hoffentlich auch wieder ein leckeres Essen. Naja, im Grunde läuft ja alles gerade relativ gut. Vielleicht abgesehen von YouTube. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt so ein kleines Sommerloch vielleicht. Aber gut, ich stress mich deshalb jetzt einfach mal nicht. Was mich die Tage aber doch gestresst hat, ist, dass ich irgendwie trotzdem so ein bisschen down und unmotiviert war. Zum Beispiel auch gestern, als ich am See war. Es war ja eigentlich mega schön. Die Abkühlung im Wasser fand ich auch total gut. Aber als ich dann da auf meiner Decke lag, war ich eher so ein bisschen traurig fast. Vielleicht auch, weil es mich daran erinnert hat, dass ich letzten Sommer noch einen Partner hatte, mit dem ich sowas machen konnte. Generell denke ich auch, dass die Hitze einfach meine Laune so ein bisschen runterzieht. Ich bin keine Sonnenanbeterin. Für mich ist das immer so sehr drückend, was aber auch nicht nur am Wetter liegen muss, denn seit gestern habe ich jetzt auch wieder Unterleibsschmerzen. Was, wenn es zyklusbedingt ist, dann ja irgendwo auch zu den Stimmungsschwankungen passen würde. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das nicht wieder so eine 3-wöchige Schmerzodyssee wird, weil es schränkt einen halt schon auch sehr ein. Und ich muss sagen, ich habe auch echt ein bisschen Angst, dass heute bei der Arbeit dann so eine Schmerzwelle kommt. Gerade im Service ist es ja schwierig, dann einfach mal zu sagen, hey, ich muss mich jetzt mal eine Stunde mit einer Wärmflasche irgendwo hinsetzen. Ich hoffe einfach, dass es gar nicht erst dazu kommen wird. Auch das 3. Mal arbeiten lief wieder gut. Ich habe jetzt auch endlich mal den Zettel für die Minijobzentrale ausgefüllt. Ich hatte zwar während der Schicht tatsächlich 3 Mal Schmerzen, aber zum Glück war es auch eher wieder ein ruhigerer Tag. Und strategisch schlau habe ich an dem Tag darum gebeten, mal die Getränke zubereiten zu dürfen. Also es gibt quasi 3 verschiedene Aufgabenbereiche für den Service. Das ist einmal Läufer, also man bringt Essen und Getränke raus und räumt die Tische ab und sowas. Dann Bonieren, also eben Bestellung aufnehmen, Rechnungen machen etc. Und eben Theke. Also es ist quasi eine Bar, aber die Gäste haben da keinen Zugang zu. Also man ist da quasi mehr oder weniger alleine. Und wenn eine Getränkebestellung reinkommt, dann macht man die halt fertig. Tatsächlich ist das auch der Bereich, wo ich wahrscheinlich noch am meisten lernen muss. Weil man denkt's gar nicht, aber Bierzapfen, Siebträgermaschine nutzen und zig verschiedene Aperitive zubereiten, ist schon auch eine Challenge, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat. So hatte ich wenigstens nicht so viel direkten Gästekontakt an dem Abend und als dann die Schmerzen kamen, musste ich jetzt nicht ein Lächeln aufsetzen und großartig mit Leuten reden. Ein Schnitzel habe ich an dem Abend auch wieder bekommen und ja, also es gefällt mir einfach echt gut da. Ich würde schon fast behaupten, es macht mir Spaß und ich glaube, wenn ich noch mehr in die ganzen Abläufe reingekommen bin und die Leute alle noch ein bisschen besser kennengelernt habe, dann würde es mir sogar noch mehr Spaß machen. Also
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einen Job finden würde, über den ich das sage und wahrscheinlich schon gar nicht, dass es ein Servicejob sein würde, aber manchmal kommt es so, wie man es nicht erwartet. Zu meiner Verkaufschallenge. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich eben versuchen will, viel Geld durch Sachenverkaufen einzunehmen. Ich hatte ursprünglich geplant, ein separates Video daraus zu machen, habe aber gemerkt, dass irgendwie die Abläufe ja immer die gleichen sind und dass das Video dann ein bisschen eintönig machen würde, weshalb ich es lieber in meine Vlogs einfließen lassen will. Außerdem habe ich auch beschlossen, dass ich anstatt einer größeren Reise das Geld dann lieber nutzen möchte, um mehrere kleine, schöne Erlebnisse über das Jahr verteilt zu machen. Der erste kleine Minitrip ist auch schon geplant für Juni. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, das wird richtig cool. Genau, und deshalb an der Stelle ein kurzes Update für euch, was ich bisher schon verkauft und wie viel ich damit eingenommen habe. Ich habe verkauft Loafer von Calvin Klein Jeans für 54 €. Da war ich auch richtig happy, dass ich für die noch so viel bekommen habe, weil Schuhe verkaufen ist ja immer so eine Sache. Eine Cappy von Woodwood für 25 € finde ich eigentlich sauschön, aber hat mir einfach nicht gepasst. War auch nach ein paar Minuten schon verkauft. Die Teddyweste von Broke & Schön. Ich weiß, ich habe dafür immer wieder Komplimente bekommen, aber irgendwie habe ich sie an mir nicht so richtig gefühlt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Auf jeden Fall habe ich sie nicht oft angezogen und sie deshalb jetzt für 23 € verkauft. Diesen Eastpak/MTV Brustbeutel als ehemalige MTV-Mitarbeiterin habe ich den ja quasi umsonst bekommen. Habe ich jetzt für 20 € verkauft. Der war auch super beliebt. Also das hat mich total überrascht. Der wurde so oft favorisiert und dann auch relativ schnell gekauft. Und jetzt eben noch die French Press. Hatte ich ja in dem ein realistischer Tag in meinem Leben Video schon erwähnt, dass ich leider zu faul bin, die zu benutzen. Die habe ich jetzt für 22 € verkauft. Heißt, alles in allem habe ich bisher mit Verkäufen 144 € verdient. War schon ordentlich, würde ich sagen. Gerade wenn man bedenkt, dass ich nur 5 Sachen verkauft habe. Hi, passt gerade bei dir? Oh, ich sitze im Verzweifel an meiner WordPress-Seite. Nach dem Telefonat habe ich dann noch die gewünschten Änderungen an dem Schnittauftrag durchgeführt, Untertitel hinzugefügt, dies, das und ja, jetzt ist es auch irgendwie schon fast 5:30. Es ist immer noch bullenheiß da draußen und ja, ich werde heute nicht mehr meine ganze To-Do-Liste abarbeiten. Morgen habe ich auch nicht so viel Zeit. Da werde ich vormittags diesen Vlog hier zusammenschneiden und ab Nachmittag bin ich dann auch eigentlich unterwegs. So eine typische Situation von mein extrovertiertes Ich hat Pläne gemacht und mein introvertiertes Ich muss es jetzt ausbaden. Ich habe mich nämlich zu so einem Running Dinner angemeldet. Darmstadt kocht heißt das. Wer nicht weiß, was ein Running Dinner ist, da gibt's verschiedene Kochpärchen. Man bekommt dann ein Gericht zugeteilt, also Vorspeise, Hauptspeise oder Nachtisch. Man nimmt dann jede dieser Mahlzeiten quasi an einer anderen Station ein und bei jeder Station kommt man dann wieder mit komplett neuen Leuten zusammen.
Auf jeden Fall hat man halt auch einen zufälligen Kochpartner zugewiesen bekommen. Heißt, ich fahre morgen zu irgendeinem Fremden nach Hause. Gut, wir haben jetzt schon ein bisschen geschrieben und halt auch geplant, was wir kochen wollen. Wir haben natürlich auch die Hauptspeise bekommen. Und genau nachmittags fahre ich dann halt schon dahin und wir bereiten das bei dem zu Hause vor. Nach dem Ganzen kommen dann wohl auch noch alle in einer Bar zusammen. Ich denke einfach mal, ich werde gucken, wie der Abend ist, wie auch so die Stimmung unter den Leuten und alles ist. Und ob ich dann länger mache oder nicht, das entscheide ich dann einfach spontan. Für diese Woche war es das dann jetzt aber auch erstmal. Auch wenn es mal wieder ein bisschen so eine Downer-Woche war, hoffe ich trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen.